Kurzer Disclaimer: Get Into ist eine Videoreihe, in der ich längere Videospielreihen ausführlich vorstelle und probiere Gamern und solchen, die es werden wollen, einen einfachen und vor allem spoilerfreien Einstieg in diese zu gewähren. Und eine weitere Anmerkung: Wenn ihr gar nichts über God of War wisst, das Spiel und somit auch das Footage, was ich hier zeigen werde, enthält starke Gewalt- und Blutdarstellungen. Wie auch immer, wer das nicht gut sehen kann, ist hiermit gewarnt. Auf der E3 2016 wurde ein neues Spiel angekündigt. Ein Mann, den eine rote Tätowierung zeichnet, betritt das Bild und alle so... Und ich so, ja okay, der Typ heißt Kratos, so viel weiß ich. Ich hatte bis dahin nämlich noch nie eins der God of War Spiele angerührt, aber warum? Mit welchem Spiel fange ich am besten an? Welche Konsole brauche ich? Und welche Teile sind spielenswert? Ich hatte keine Ahnung. Also zack, alle bestellt und go for it. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich auf Folgendes eingehen. Was erwartet euch in den Spielen? Welche Spiele gibt es und für welche Konsole gibt es sie? Die Synchronisation, die Zensur und wie ihr sie vermeiden könnt, einen kurzen Buying Guide und weitere Empfehlungen zu diesem Thema. Die Geschichte von God of War basiert auf der griechischen Mythologie und interpretiert diese teils mehr, teils weniger stark neu. Vorwissen muss man keins mitbringen, da alles Relevante erklärt wird. Jedoch hat man mit Vorwissen eine ganz andere Sicht auf die Geschehnisse und bekannte Figuren wie Prometheus, Kronos oder Herkules. In den Spielen geht es um Kratos, einen ehemaligen spartanischen Heerführer, der den Göttern dient, damit diese ihm die albtraumhaften Visionen nehmen, die ihn nachts heimsuchen. Als letzte Aufgabe soll er die Stadt Athen vor der Zerstörung durch Ares, dem Gott des Krieges, retten. Kratos hegt jedoch einen tieferen Groll gegen Ares und will diesen tot sehen. Daher rührt der Name der Reihe, God of War. Das erwartet euch im ersten Teil. Was euch danach erwartet, kann ich euch nicht ohne weiteres verraten, da die Story in den einzelnen Teilen äußerst gut verknüpft ist und so aufeinander aufbaut, dass ich den Inhalt der weiteren Teile nicht erläutern kann, ohne einzelne Twists zu verraten. Ich werde nun natürlich nur das Nötigste erwähnen und das Ganze steht auch nicht im Konflikt mit einer guten Erfahrung mit der God of War Reihe. Aber wenn ihr von nichts mehr überzeugt werden müsst, die Spiele möglichst rein erleben wollt oder einfach nur überempfindlich seid, was Spoiler angeht, könnt ihr den Teil auch ruhig skippen. Dazu springt ihr zur hier eingeblendeten Zeitangabe oder klickt darauf in der Videobeschreibung. In God of War 2 wird Kratos von Zeus verraten und durch eine List all seiner inzwischen göttlichen Kräfte beraubt. Nun macht er sich auf zu den Moiren oder auch Sisters of Fate, um sein Schicksal zu ändern und die Macht zu erwerben, sich an Zeus, der ihn für tot hält, zu rächen. Mit den Titanen bricht Kratos zum Olymp auf, um in God of War 3 Zeus und alle, die sich ihm in den Weg stellen, zu töten. God of War ist ein Action-Adventure im Hack-and-Slay-Style und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, das Spiel ist äußerst gnadenlos und brutal, sowie die Mythologie, auf der es basiert. Ihr lauft allein durch Welten und schnetzelt euch durch untote und mythologische Kreaturen wie Gorgonen, Minotauren oder Zyklopen. Die Kameraperspektive ist stets fest und passt sich dem Spielgeschehen an. Dadurch schaffen es die Spiele beispielsweise auch ein unglaubliches Gespür für Größe zu entwickeln. Zwischendurch gibt es auch einige Rätsel zu lösen und Platforming oder Klettersegmente zu überwinden. Auch Bosskämpfe sind keine Seltenheit, so kämpft ihr beispielsweise gegen die Hydra, Titanen oder sogar Götter. Womit wir zu einem Punkt kommen, der einigen missfallen wird, und zwar Quicktime-Events. Ich habe sie in den Spielen tatsächlich nicht als störend empfunden, aber ich weiß, dass viele sie nicht mögen, daher wollte ich es nicht unerwähnt lassen. Nach dem Durchspielen der einzelnen Teile könnt ihr zumindest auf den neueren Konsolen auf Trophäenjagd gehen. Das Erlebnis erneuter Durchgänge könnt ihr durch Modifikatoren im Gameplay in Form von Skins verändern. Ich stelle meinen besten Freund Kratos allen Leuten in der ganzen Stadt vor. Und zwar im Lachskostüm. Die Teile Chains of Olympus, Ghost of Sparta und Ascension bieten auch einen New Game Plus Modus. Kommen wir zu den einzelnen Spielen. Ich werde sagen, für welche Konsolen es sie gibt und werde sie mehrfach sortieren, und zwar nach Veröffentlichung, Chronologie und meiner Empfehlung der Reihenfolge für den ersten Durchlauf. Fangen wir an. God of War 1 kam ursprünglich für die PlayStation 2 raus, genauso wie God of War 2. Später wurden die beiden Spiele als HD Collection leicht verbessert neu veröffentlicht, und zwar 2009 für PS3 und 2014 für PS Vita. Dann kam noch der PSP-Teil Chains of Olympus, welcher die Geschichte von Kratos noch vor Teil 1 näher behandelt, bevor 2010 dann God of War 3 für die PlayStation 3 kam und 5 Jahre später remastered für die PS4. Danach kam noch ein PSP-Teil namens Ghost of Sparta, welcher zwischen God of War 1 und 2 einzuordnen ist und unter anderem Kratos' Vergangenheit als Spartaner thematisiert.
Dieses Spiel wurde 2011 zusammen mit Chains of Olympus nochmal als Origins Collection für die PS3 veröffentlicht. Und ein Jahr später kam die God of War Saga Collection, die alle bisherigen God of War Spiele für PS3 beinhaltete. Und zu guter Letzt kam God of War Ascension 2013 heraus. Letzterer behandelt einen Aspekt von Kratos' Hintergrundgeschichte noch vor dem ersten Teil und Chains of Olympus. Denn als Kratos sich von Ares abwandte, wurde er bestraft, indem er von den Furien gefangen und gefoltert wurde. Der neueste Ableger soll 2018 erscheinen. Die chronologische Reihenfolge sieht so aus. Ihr seht also, mit der PS3 kann man bis jetzt die komplette Saga erleben. Und mit einer PS2 kann man zumindest mal reinschauen, ob einem die ersten beiden Teile gefallen. Und ich muss sagen, wenn man sich ein wenig mit den Grenzen der PS2 auskennt, dann wirken diese beiden Versionen deutlich beeindruckender, obwohl die HD-Version selbstverständlich grafisch stärker ist. Ich empfehle in jedem Fall mit God of War 1 anzufangen und dann zu entscheiden, ob und wie man weiterverfährt. Denn dieser Teil führt euch perfekt in das Universum von God of War ein und hat ein befriedigendes Ende, sodass ihr, wenn ihr mit dem Gameplay oder den QTEs nicht zurechtkommt, mit dem Spiel immerhin eine geschlossene Geschichte habt. Falls ihr euch nur für die Hauptreihe interessiert, dann macht einfach weiter mit God of War 2 und 3. Diese Trilogie stellt das Herzstück der Saga dar und sollte von jedem gespielt werden, der sich nur minimal für die griechische Mythologie interessiert. Solltet ihr wie ich die Einstellung ganz oder gar nicht vertreten, sodass eigentlich schon im Voraus klar ist, dass ihr die komplette Reihe durchspielen wollt, dann empfehle ich die restlichen 3 Spiele Chains of Olympus, Ghost of Sparta und Ascension in dieser Reihenfolge zwischen God of War 1 und 2 unterzubringen. Auch wenn man es nicht vermuten mag, die 2 PSP-Teile kommen tatsächlich an das Niveau der Hauptspiele heran. Nur Ascension fällt leider ein wenig daraus. Dieser Teil bietet zwar gute Rätsel, eine sehr ansehnliche Grafik und eine filmreife Präsentation, doch die Hack-and-Slay-Mechanik, das Herzstück eines jeden God of Wars, fühlt sich nicht gut an. Und die Story rettet hier auch nichts mehr. Aber in jedem Fall sollte man sich mit God of War 2 und 3 das Beste zum Schluss aufheben und diese Teile bestenfalls direkt hintereinander wegspielen. Zeus, your son has returned. Was die Synchronisation angeht, sollte man sich vorher überlegen, auf welcher Sprache man das Ganze spielen will. Denn auf jedem God of War Datenträger befindet sich nur eine Sprachausgabe. Ausgenommen davon sind God of War 3 und die PS2-Version von God of War 2. Die deutsche Sprachausgabe fällt im ersten Teil meiner Meinung nach eher schwach aus. Vor allem was die Statisten angeht, die sofort sterben. Du bist zu spät! Wir sitzen fest! Jedoch kommen sie in den nachfolgenden Teilen auf das Level, welches Kratos und einige andere Sprecher schon im ersten God of War erreicht haben. Und mit dem dritten Teil hat die deutsche Sprachausgabe in meinen Augen die englische, welche recht konstant auf einem hohen Niveau ist, in einigen Punkten sogar übertroffen. Geboren aus den Tiefen der Unterwelt. Verwurzelt im Fluss der Seelen. Unser Berg entstand aus dem Chaos. Ich persönlich bevorzuge allerdings die englische Synchronisation, denn Ingo Albrecht, den man auch als die deutsche Stimme von Dwayne Johnson kennt, macht hier zwar einen guten Job, aber die Stimme von Kratos gefällt mir im Englischen doch ein wenig besser. Und vor allem klingt sie wesentlich, wie beschreibe ich das am besten, unzurechnungsfähiger, wahnsinniger. Athena, you conspire against me? Schaut am besten mal bei dem Video, welches ich euch bei dem i in der Videobeschreibung und am Ende des Videos nochmal verlinke, wenn ihr euch einen eigenen Eindruck machen wollt. Ach ja, wenn ihr Englisch mit Untertiteln wollt, dann muss ich euch warnen. In God of War 1 und 2 gibt es keine Option, welche einzuschalten. In den anderen Teilen ist das jedoch problemlos möglich. Kommen wir nun zur Zensur. Dieser sind einige Teile in Europa nämlich zum Opfer gefallen. Aber zensiert wurde in den europäischen Versionen weitaus weniger, als ich erwartet hätte. Und umgehen lassen sich diese Stellen fast nur, indem man zur US-Version greift. Was auf der PS3, 4 und Vita problemlos geht, da diese Konsolen region-free sind. Jedoch Vorsicht bei der PS2, diese Konsole ist noch region-locked. US-Version erkennt ihr an der schwarz-weißen ESRB-Wertung unten in der Ecke. Die PEGI-Versionen sind zwar englisch, aber nicht unbedingt ungeschnitten. Na toll. Jetzt werde ich genau darauf eingehen, was zensiert wurde. Diese Stellen werden keine wirklichen Spoiler enthalten, falls ihr bei sowas aber wieder überempfindlich seid und doch lieber skippen wollt, springt wieder zu der hier eingeblendeten Zeitangabe oder klickt drauf in der Videobeschreibung. In God of War 1 finden wir schon gleich den größten Schnitt. Bei der Opferung sollt ihr in der Euro-Fassung einen Untoten opfern, um weiterzukommen. In der US-Fassung jedoch opfert ihr einen menschlichen Soldaten. Das war auch schon die größte Änderung. Es wurden noch so Kleinigkeiten angepasst, wie der Abschiedsbrief des Soldaten im Opferraum, in dem nun von einem Untoten und nicht mehr von einem Menschen die Rede ist, und es wurde der Speicherpunkt vor der Opferung entfernt, damit man die Szene nicht so schnell noch einmal spielen kann.
Mehr wurde nicht verändert. Oh, please. No. No. Bei God of War 2 ist die Zensur ziemlich skurril. Während die PS2-Fassung komplett ungeschnitten ist in Europa, gibt es in der HD-Neuauflage der Euro-Fassung für die PS3 und Vita eine Cutscene, in der der Hintern einer Frau mit einem Tuch bedeckt ist, welcher in der unzensierten Fassung nackt zu sehen ist. Das Skurrile hierbei ist, dass ihr diese Zensur ganz leicht umgehen könnt. Und zwar indem ihr im Spiel in die Optionen geht und die Vollbild- oder im Englischen Full-Frame-Option ausstellt. Und tada, ungeschnitten. God of War 3, Chains of Olympus und Ghost of Sparta sind in Europa ungeschnitten. God of War Ascension hat jedoch wieder zwei Schnitte. Einen hier. Wenn man dem am Boden liegenden Pollux den Rest geben soll, schwingt die Kamera kurz nach oben, während man in der ungeschnittenen Fassung etwas mehr sieht. Den anderen hier in der Folterkammer. Dort könnt ihr einem Toten die Arme abreißen. In der geschnittenen Fassung spritzt dabei kein Blut. Das waren alle Schnitte in God of War. Detaillierte Schnittberichte zu den genannten Spielen verlinke ich euch in der Videobeschreibung, sowie ein Video, wo ihr einen direkten Vergleich zwischen den geschnittenen und ungeschnittenen Versionen sehen könnt. Ihr findet es oben rechts beim i in der Videobeschreibung oder nochmal am Ende des Videos. So, jetzt solltet ihr alles wissen, was ihr braucht, um selbst zu entscheiden, welche Version ihr euch kaufen wollt. Die deutschen Versionen sucht ihr am besten auf eBay oder bei GameStop. Dort findet ihr sie meist zu guten Preisen. Wenn ihr die US-Fassung für PS3 und dabei möglichst wenig Geld ausgeben wollt, holt euch die God of War Saga Collection. Die ist wesentlich günstiger und euch fehlt dann nur noch Ascension. Wenn ihr jedoch viel Geld ausgeben wollt, dann empfehle ich euch die God of War 3 Ultimate Pandora Limited Edition für PS3. Sie enthält unter anderem God of War 1, 2 und 3, ein Artbook, den Soundtrack, das Making-of-Video und ein Replikat von Pandoras Box. So, damit ist der eigentliche Teil des Videos abgeschlossen. Habt ihr Lust auf God of War bekommen? Und werdet ihr die Spiele ausprobieren? Schreibt es gerne jetzt schon in die Kommentare. Ihr könnt mir auch schreiben, wie ihr das neue God of War findet, wenn es schon draußen ist, wenn ihr das Video hier guckt. Das, was nun folgt, ist für diejenigen, die die Spiele gespielt haben und nun zurückkommen, um mir zu sagen, ob dieses Video hilfreich war. Was ihr alle ganz bestimmt machen werdet, nicht wahr? Und zwar möchte ich euch einen Film ans Herz legen, nämlich Kampf der Titanen. Und nein, nicht die 2010er Neuverfilmung, holy shit ist die bad, sondern das Original aus dem Jahre 1981. Wenn ihr ein Gespür für Klassiker habt, werdet ihr den Film auf jeden Fall mögen. Und auch interessant, Harry Hamlin, welcher in diesem Film Perseus spielt, spricht diesen auch im Englischen in God of War, wodurch der Film sich fast nahtlos in die Spiele einfügt. So, ich bedanke mich für das komplette Schauen des Videos. Ich würde mich freuen, wenn du dieses Video bewertest, gegebenenfalls meinen Kanal abonnierst und vor allem kommentierst. Und wenn du mich noch mehr unterstützen willst, teile das Video und sorg dafür, dass es gesehen wird, denn es steckt doch ziemlich viel Arbeit hier drin. Aber in jedem Fall hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Links findest du gleich die versprochenen Videos mit den Vergleichsclips. Oben zwischen Englisch und Deutsch, unten zwischen Cut und Uncut. Rechts findet ihr mein letztes Video über Assassin's Creed Chronicles und darunter mein vorletztes über Prince of Persia. Viel Spaß beim Gucken, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich verabschiede mich, ciao. Diese Endcard ist ganz schön überladen.